Herzlich willkommen auf dem YouTube-Kanal von MTB News. Ich bin der Arne und wir haben 5 brandneue, coole Enduro-Bikes für euch getestet. Jetzt geht es um das Lapierre Spicy. Das Lapierre Spicy ist ein ziemlich krasses, ziemlich besonderes Enduro-Bike, sieht besonders aus, ist ein High-Pivot-Bike, ist aber auch ein normales Bike mit tieferem Drehpunkt, kann man umbauen, ein ziemlich cooles Konzept. Wir haben hier 180 mm Federweg vorne, 174 mm hinten, das ist im Mallet-Setup, so wie wir es getestet haben. Man kann es allerdings auch als 29er fahren und dann hat es 170 mm Federweg hinten. Wir sind sowohl im High-Pivot-Setup als auch im Low-Pivot-Setup gefahren und das ist auch eine krasse Besonderheit beim Lapierre, weil man kann es einfach umbauen und es kostet nicht irgendwie richtig viel Aufpreis für ein Umbaukit, sondern das ist im Lieferumfang enthalten. Der Umbau ist nicht super einfach, man sollte sich schon irgendwie 45 Minuten Zeit legen, weil man muss da Umlenkwippe umschrauben, mit Unterlegscheiben und so weiter hantieren. Wir haben es problemlos hingekriegt, aber man macht es nicht auf dem Parkplatz vom Bikepark, sage ich mal. Wir haben hier natürlich einen Carbonrahmen und der setzt auf einen Viergelenker-Hinterbau, der wie gesagt wahlweise High Pivot oder Low Pivot hat. Außerdem ist der Dämpfer schwimmend gelagert, was man auch nicht mehr so oft sieht heutzutage und insgesamt ein ziemlich cooles Konzept. Obwohl durch den Dämpfer und das Hinterbaukonzept im Hauptraum relativ viel los ist, passt hier trotzdem eine Flasche rein, was immer cool und wichtig ist. Was ein bisschen besonders ist oder was uns auf den ersten Blick so ein bisschen gestört hat, wir haben hier eine Zugverlegung durch den Steuersatz. Finde ich persönlich immer relativ doof, ist ein bisschen nervig. Allerdings gibt es beim Lapierre auch Zugeingänge. Also wenn man es nicht haben möchte, kann man auch einfach die Züge auf herkömmliche Weise verlegen. Das war nur bei unserem Testbike nicht der Fall. Die Geometrie vom Lapierre Spicy ist modern, ausgewogen und ich denke einfach eine passende Enduro-Geometrie. Wir haben einen flachen Lenkwinkel, wir haben einen ziemlich steilen Sitzwinkel, wir haben eine angenehm große Reach-Spanne, ohne irgendwie zu extrem in irgendeine Richtung zu sein, mitwachsende Kettenstreben und was beachtlich ist, obwohl es ja super viele Einstellmöglichkeiten gibt, High Pivot, Low Pivot, 29 Zoll oder Mallet, soll sich die Geometrie eigentlich in den ganzen Settings nicht wirklich verändern. Also durch die Umbauvarianten ist das alles gleich geblieben und passt dann für jede erdenkliche Art und Weise. Das von uns getestete Modell kostet satte 10.000 €, die CF-Team-Variante, bietet dafür aber auch ziemlich viel. Wir haben hier als einziges Bike im Testfeld ein RockShox-Fahrwerk, natürlich RockShox Ultimate mit einer ZEP und einem Vivid Air. Außerdem haben wir einen X0 Transmission-Antrieb. Wir haben eine RockShox Reverb Access Sattelstütze, was ziemlich cool ist. Was allerdings auch ein bisschen ein kleiner Kritikpunkt ist, die hat nicht super viel Hub und durch dieses Hinterbaukonstrukt ist auch nicht super viel Einstecktiefe beim Lapierre Spicy vorhanden. Also wenn man seine Sattelstütze bis komplett reinmachen will und viel Hub hat, kann das eventuell zu Problemen führen. Sonst gibt es DT Swiss EXT 1500 Carbon-Laufräder, SRAM Maven Silver Bremsen und ein Rental Cockpit, also alles super hochwertige, funktionale Komponenten. Gewichtstechnisch summiert sich das Ganze auf 16,2 Kilo auf, allerdings in der Low-Pivot-Variante. Die High-Pivot-Variante ist ein bisschen schwerer, einfach weil da natürlich noch das Umlenkröllchen dazu kommt und die Kette ein ganzes Stück länger ist und dadurch summiert sich da noch ein bisschen was dazu. Wir haben alle Bikes im Bikepark Geistkopf gegeneinander getestet. Da gibt es alles, was man für so einen Enduro-Vergleichstest braucht. Einen super schnellen Lift, es gibt super viele variable Strecken und kürzlich ist da auch die deutsche Enduro-Meisterschaft ausgetragen worden. Also wenn man irgendwo in Deutschland Enduro-Bikes testen will, ist das natürlich ein prädestinierter Ort dafür. Um eine gute Vergleichbarkeit zwischen den einzelnen Bikes sicherzustellen, haben wir auf standardisierte Reifen gesetzt und zwar haben wir da auf Schwalbe-Reifen vertraut. Wir haben vorne einen Schwalbe Magic Mary Gravity Radial in Supersoft-Gummimischung und hinten einen Albert Gravity Radial mit Soft-Gummimischung aufgezogen bei allen Bikes. Außerdem wurden wir beim Test von NC17 mit Sutpin Flatpedalen unterstützt und von Unleashed mit M02 Schutzblechen. Auch wenn wir natürlich hauptsächlich mit Liftunterstützung unterwegs waren, um möglichst viele Tiefenmeter zu sammeln, sind wir die Bikes auch ausführlich getreten und da ist das Lapierre Spicy am Anfang nicht ganz so gut weggekommen. Wir haben nämlich am Anfang im High Pivot Setup getestet und da war das mit dem Bike schon relativ träge. Das Bike hat sich einfach nicht super agil, spritzig und lebhaft angefühlt, sondern war, muss man schon sagen, das bergauf langsamste im Test. Man hat hier das Gefühl gehabt, dass das Fahrwerk und die Kettenumlenkung viel Energie schluckt und man war einfach so ein bisschen langsamer im Test. Es war jetzt nicht so, dass man da irgendwie gottlos schnell abgehängt worden ist und die anderen einfach weggefahren sind, aber die Leute, die mit dem Lapierre unterwegs sind, die hatten auf Uphill nicht so super viel Luft.
Das hat sich allerdings geändert, als wir das Bike umgebaut haben. Dann wurde es eigentlich zu einem relativ normalen, tretbaren Enduro mit dem Lockout-Hebel am Vivid. Der ist ziemlich effektiv und stellt da richtig viel Ruhe rein. Und da kann man das Bike schon super gut treten. Es war jetzt immer noch nicht das krasseste, pedalste Enduro-Bike, was ich je gefahren bin. Es ist definitiv nicht auf Trailbike-Niveau, aber man kann es damit echt gut treten und muss sich nicht irgendwie zurückhalten bei Uphills. Im Downhill konnte das Lapierre Spicy mit dem High Pivot Setup dann aber richtig krass glänzen, und zwar mit extrem viel Traktion. Man hat es fast überhaupt nicht vom Boden weggekriegt. Es hat richtig staubsaugermäßig alles niedergewalzt und wirklich für super viel Laufruhe, Sicherheit und Komfort gesorgt. Man war wirklich richtig satt unterwegs. Das weniger ein Enduro-Bike als irgendwie vielleicht schon ein Mini-Downhill-Bike. Also das war schon eindrucksvoll, wie das Lapierre alles plattgewalzt hat. Im Umkehrschluss allerdings auch, ich meine beim Enduro, man braucht schon immer mal so, dass man das Bike entlasten kann, hier mal hochspringen, da mal irgendwie mal eine engere Kurve. Wir fahren ja nicht Enduro auf Downhill-Tracks, sondern auf Enduro-Strecken. Da kann es schon mal nötig sein, das Bike ein bisschen rumzuwuchten, und da hat das Lapierre dann halt echt Federn gelassen. Und was man auch irgendwie so gemerkt hat, zwar ist es super viel Komfort, man hat extrem viel Traktion und das staubsaugert alles weg, aber dadurch geht es auch einfach nicht so vom Boden weg, und so im direkten Vergleich mit Bikes wie dem Scott oder dem Pivot sind wir dann einfach Sachen mit den anderen Bikes übersprungen und haben so ein paar Schläge nicht mitgenommen, die wir mit dem Lapierre alle eingesammelt haben, was dann aber wieder dafür gesorgt hat, dass doch nicht ganz so komfortabel in diesem High Pivot Setup waren. Und so für steile Tracks, für richtige ruppige Strecken, für Downhill-Strecken ist das im High Pivot Setup eine echt coole Sache, aber für so ein bisschen enduroigere Strecken, wo man ein bisschen irgendwie was jumpen muss, Flow Trails mal ganz außen vor, war es dann einfach so ein bisschen träge. Und dann haben wir gesagt, okay, wir checken mal, wie es im Low Pivot Setup ist. Mitch und ich haben das zusammen ganz gemütlich abends umgebaut, und ja, war ziemlich cool. Es fuhr sich für uns im Low Pivot Setup besser. Also ich glaube, wir drei würden, wenn wir das Lapierre Spicy unser eigen nennen würden, definitiv auf das Low Pivot Setup gehen. Und das liegt daran, dass sich das Bike immer noch super potent fährt. Also es ist nicht so, dass man da plötzlich dann richtig viel von der Laufruhe und von dem Komfort abgeben muss, sondern man hat immer noch einen richtig guten Stand im Bike. Man fühlt sich immer noch richtig gut auf dem Bike. Man walzt immer noch richtig cool weg. Aber es hat halt dieses Quäntchen mehr Agilität. Es klebt nicht mehr ganz so gut am Boden. Es geht deutlich besser in die Luft. Und es ist einfach sowohl im Uphill als auch im Downhill weniger träge und macht einfach ein gutes Stück mehr Spaß und spart auch ein bisschen Kraft, weil man halt nicht so viel arbeiten muss, um das Bike zu bewegen. Im direkten Vergleich ist das Spicy damit auch richtig gut aufgestellt, weil es einfach eins der variabelsten Bikes ist, weil du kannst es von einem übelsten Downhill-Panzer zu einem normalen, coolen Enduro-Race-Bike umbauen, und das ist echt ziemlich cool. Und da muss man gegenüber keinem von den anderen Bikes zurückstrecken. Wir waren auch mit dem RockShox-Fahrwerk sehr zufrieden. Was man noch erwähnen muss, ist allerdings, dass der Rebound-Versteller am Vivid super schlecht zu erreichen ist. Also man kommt ohne Werkzeug dran, aber es ist so schlecht zu erreichen, dass man so die Klicks nicht richtig gut fühlen kann, und das ist natürlich immer eine nervige Sache. Abschließend kann man sagen, dass das Lapierre Spicy mit einem echt satten Hinterbau, das war der satteste Hinterbau im Test, mit einem angenehmen Rahmenflex, viel Traktion und einfach dieser hohen Anpassbarkeit uns wirklich überzeugt hat. Das ist ein richtig cooles Enduro-Bike. Es hat allerdings auch Schattenseiten. Im High Pivot Setup ist es nämlich einfach ziemlich träge, für uns ein bisschen zu träge für ein Enduro-Bike. Außerdem sitzt es teilweise ein bisschen zu tief im Federweg. Da sind andere Kandidaten ein bisschen agiler, ein bisschen direkter unterwegs. Und was auch so ein kleiner Knackpunkt ist, ist einfach die Sattelstützenintegration, dass die Einstecktiefe nicht so super hoch ist. Wenn euch das Video zum Lapierre Spicy gefallen hat, dann lasst gerne einen Like da, abonniert unseren Kanal und stellt super gerne Fragen zum Bike oder zu irgendwelchen anderen Bikes aus dem Vergleichstest oder zu dem Vergleichstest allgemein. Wir beantworten das wirklich super gern. Außerdem wird hier auch noch ein Vergleichsvideo veröffentlicht, wo wir dann nochmal ausführlich auf die Unterschiede zwischen den einzelnen Bikes eingehen und das alles nochmal im Detail besprechen. Ansonsten gibt es natürlich auch unsere geschriebenen, sehr ausführlichen Tests auf MTB News.